Okay, it's a wunderschöner Tag heute. Ich darf hier in die Hannover, wie sagst du das? Ne? Hannoverer Kneipe hier in die Altstadt, gegenüber von der berühmten Café Konrad. Das ist auch bei uns Kaffee und Kuchen heute von Dieter Engel gespendet hat. Danke, Dietmar. Und jetzt, ich habe zu Gast heute einen alten Freund, die ist jetzt aufgestiegen vom, was war dein Titel von deiner früheren Arbeit? Ich habe viel gemacht. Ja, aber ich meine, was war... Ich war Stellvertreter, jetzt bin ich kommissarischer Leiter. Er ist nicht mehr Hacky, er ist Herr Hacky bei 96, ist jetzt aufgestiegen zur Pressesprecher. Und ich habe nachher Christoph Steinschneider von Fury ist da, mit zwei von den berühmten Lieder, mit ein bisschen Sarkasmus. Und dann ich habe aus Lux, der Betreiber Heiko Sieger, er wird über die Pandemie, wie das ist, mit Musik nach der Pandemie, und er ist der Clubbetreiber und ist der Vater von 3 Kindern und wie das war für die letzten 2 Jahre. Aber jetzt, ich fange an mit meinem Freund. Willst du die angenehmen Fragen zuerst oder willst du die harten Fragen zuerst? Ich dachte, ich nehme als erstes die angenehmen und danach nehme ich die sehr angenehmen. Right. Ich will etwas jetzt sagen. Ich hatte Krebs, ich habe das immer noch. Und Hecki an der 96 hat mir ein 96 Hemd geschickt als eine gute Besserung. Er ist wirklich wahr, 96 ist, wenn du bist ein Fan, du bist niemals allein. Ich bedanke mich mit so viel herzlicher, ich konnte, wenn ich habe das aufgemacht, ich habe beinahe geheult. So, hat uns sehr gefreut und war uns auch wichtig, weißt du auch, habe ich dir auch geschrieben. Dann für meinen Freund, das ist etwas Glück zu bringen. Soll ich aufmachen? Ja, weil das ist von 2013 und ich will das sehen. Okay. Da ist ein, ich kann gut einwickeln. Ne? Ja, das ist ein super Verpacker. Boah! Und da ist Cardiff City, wenn wir aufgestiegen von der zweiten Liga in der Premier League. So ich wollte das nur für dich, für das Büro, für deinen Kaffee, eine Glücksbringer von den Bluebirds. Und ich hoffe, die Bluebirds wird auch Gareth Bale bekommen dieses Jahr. Aber das ist ein Glücksbringer, Herr Kind. Wir wollen auch wieder in die Bundesliga kommen. Na gut. Okay, aber danke für das Hemd. 96, du bist ein Teil von mir. Right, carry on. Jetzt neue Saison, neuer Trainer, neuer, wie heißt das? Herr Mann ist da für ein Jahr jetzt. Ja. Du bist jetzt Pressesprecher. Wie ist der Trainerstab jetzt? Es sind nur 2 geblieben, oder, von den Originalen? Genau, ich muss einmal als erstes ganz leicht korrigieren. Also wir haben für die Presse haben wir tatsächlich einen Kollegen, der die Pressekonferenzen leitet, und der hat den Namen Pressesprecher, und ich bin sozusagen der übergeordnete Leiter für die Kommunikation. Ja, oh, okay, oder wie du sagst, Pressesprecher. Ja, aber du bist, ich weiß, dass in German und Englisch ist es, aber es ist egal. Genau. Wir reden jetzt über der Trainer, er kommt heute Nachmittag, ne? Genau, es gibt jetzt heute schon so ein paar Voruntersuchungen, sportmedizinische Untersuchungen, ein paar Tests für die Mannschaft, und der Trainer ist auch schon in seinem Büro, führt ein paar Gespräche und kommt in Hannover an, und morgen geht es dann los mit Pressekonferenz und der erste Training und so. Genau, ganz genau. Und wie ist jetzt mit unserer neuen Kader, wie ist das? Ja, also grundsätzlich haben wir jetzt ja schon erstmal eine gute Grundstimmung reinbekommen. So, ich glaube, im Umfeld wird das wahrgenommen, was wir so gemacht haben auf dem Transfermarkt, und das hilft auf jeden Fall erstmal. Natürlich wird es am Schluss immer gemessen an den Ergebnissen, die man dann auch holt, das ist ja logisch und soll auch so sein im Fußball. Nichtsdestotrotz, glaube ich, lässt sich das jetzt erstmal alles ganz gut an, und was sagst du denn, so die Neuzugänge? Ja, für mich, ich habe das von weiter geguckt. Ich gucke jeder Blog, ich bin ein Mitglied von jeder Blog, und ich gucke das an. Für mich, ich war ein großer Hult-Fan, ne? Und ich habe auch bei
bei Club der Roten Dichte immer sehen gestanden. Aber dann, ich habe das wirklich geguckt. Wenn du guckst das an, die Statistik von vielen von diesen Spielern, ne? Sowieso mit unseren 3 Mittelstürmer. Das ist ein bisschen grotesk, ich finde. Aber ich finde, dass in dieser Saison, ich glaube, wir müssen, wenn er spielt in ein anderes System, und wirklich ist eine Chance, dass er darf das 2 Jahre machen, und das Leine wird nicht gezogen, nach 8 Monaten, da ist das meine große Gefahr. Ich sehe, dass die Geduld vom Kind ist schon wieder nicht da. Das ist, ich will wirklich sehen, dass endlich, wir haben mehr Trainers in Schalke gehabt. Darf nicht wahr sein in den letzten 6 Jahren. Für mich, da gibt es Sachen, das ist also 100% rot. Ne? Ich kann geistig nicht mehr verstanden. Und auch das schon wieder, dass vorletzte Trainer geht vor Gericht. Ich begreife das nicht, weil das ist so eine negative Geschichte, wenn du guckst, die Geschichte von wie viele Mitarbeiter von 96 gehen vor Arbeitsgericht. Das ist auch, ich meine... Ja, lass uns mal nach vorne gucken. Hast gemerkt, ich hab dir eine Frage gestellt, damit ich Zeit habe zum Essen. Ja, ist okay. Aber ich finde es auch gut, dass wir das Regel, dass es viele jüngere Leute kommen rein. Ich finde es ist gut, wenn wirklich alles wird trainiert. Die letzten paar Jahre, wir haben niemals einen Aufbau. Entschuldigung. Period gehabt, wo der Trainer ist gekommen, der Kader ist voll, da muss immer einer gekauft in letzter Minute oder Scheineinkäufe oder ich weiß nicht, wie das zu erklären. Sorry. Aber ich finde das gut, dass eine gute Vorbereitung. Aber ich habe mich interessiert, für mich als 96er, wie ist das denn für die Planung für die 6 Wochen Pause für die WM in Katar? Was läuft denn? Gut, also die Pause ist natürlich für uns alle ungewohnt, weil wir es gewohnt sind, dass wir im Winter den Dezember durchspielen und dann geht es ja eigentlich im Januar relativ schnell wieder los. Wir werden erstmals seit vielen Jahren wieder eine richtige Winterpause haben, ist ja logisch. Ja. Ansonsten... Wird der eine Trainingscamp in Dubai sein? Oder das so? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber sicherlich ist nicht ausgeschlossen, dass man mal wieder ein Trainingslager macht. Wir waren ja sonst zuletzt in Spanien, waren noch mal in Portugal irgendwie. Ja. Klar, wir werden da dann eine Zeit haben, in der Hannover 96 fußballtechnisch auf jeden Fall auch hier in der Stadt nicht die Hauptrolle spielen wird. Klar. Ja, ich finde es auch vielleicht gut, wenn ihr als eine neue junge Mannschaft diese Pause zu reagieren für die erste, wie viele Spiele ist das? Es ist eine wirkliche halbe Saison bis November oder ja. Und ich finde das ist gut. Und du hast auch, wie ist es denn mit dem Transferfenster weil normalerweise ist nur 4 Wochen oder sowas im Januar. Ne? Ja. Und wie ist das jetzt? Bleibt es gleich? Ich denke, das bleibt gleich, ja. Es wird nicht wegen der WM irgendwie geändert oder sowas. Genau, wir haben jetzt bis zum 1.9. Die Möglichkeit, Transfers zu tätigen und dann geht es wieder ganz normal im Januar los. Also das ist ja letztlich auch dann nicht groß anders, als es sonst war, nur dass eben jetzt diese Weltmeisterschaft dazwischen gerutscht ist. Und wie findest du eigentlich die Chancen von Deutschland? Ich muss sagen, so tief habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt, wie Argentinien oder Brasilien in Shape ist oder so. Ich habe jetzt die Spiele der deutschen Mannschaft so ein bisschen verfolgt, logischerweise. Mal gucken, da ist sicherlich noch ein bisschen was zu tun bis zur WM, aber hast du Angst vor Wales? Wer hat keine Angst vor Wales, oder? Ja, ich habe mit Stevie gesprochen jetzt, weil Stevie Cherundolo ist jetzt die Trainer vom LAFC in Los Angeles und Wales und die USA sind in der gleichen Gruppe. Nein! Ja, mit England. Das wird echt eine Killergruppe sein, ich freue mich. Ich würde gerne hier sein für die WM, aber ich würde leider nicht so sein. Bist du in Wales oder was? Ja, aber das ist auch geil.
Das war das erste Mal seit 1958, dass wir sind dabei. Ja, wunderbar. Aber ich meine, findest du, dass die deutsche Fußball stagniert? Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, natürlich werden diese Themen immer wieder auch medial gespielt und man sieht natürlich auch, dass in anderen Ligen einfach finanziell andere Möglichkeiten sind, so dass es nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, du bist auf der Insel und weißt, wie es da ist. Ich weiß, it's grotesk. So, nichtsdestotrotz sehe ich halt auch, wie Eintracht Frankfurt zum Beispiel die Europa League gewinnt. So. Oh, das ist auch, ich meine, das ist auch gut. Das ist gut. Ja. Aber das Sache ist für mich, ich begreife den Unterschied nicht zwischen der Premier League Supermannschaft, wo das Geld, das Bayern München es gehabt für die letzten 20 Jahre. Es ist auch wahr. Die haben so viel Geld von diesen großen Arena-Bauers und all of that. Wo ist der Unterschied zwischen das und einer armen Mannschaft wie Fürth? Die hat keine Chance im Grunde genommen in die oberen Ligen zu bestehen. Ne? Aber ich freue mich auf die Junge. Bringt er einen total Trainerstab von sich mit? Oder wie läuft das? Der Andrej Mijatovic ist ja mit dabei, mit dem er schon sehr lange zusammengearbeitet hat. Das ist wichtig, einen zweiten Mann zu haben. Habe ich auch schon kennengelernt, auch ein super Typ wirklich. Auch mit Stefan habe ich echt schon gute Gespräche geführt, jetzt so vorab. Ja. Und freue mich drauf, dass er in Hannover ist und dass wir die Sache angehen hier. Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Und wie lange glaubst du, es dauert, bis wir kriegen... Wurde ein neuer Stürmer gekauft? Ich habe das gelesen heute in der Zeitung, dass vielleicht einer wird noch geholt. Also Markus Mann hat ja immer wieder betont, dass Handlungsbedarf ist noch in der Verteidigung. Und linke Abwehrseite haben wir aktuell einen Spieler mit dem Ekin Celebi, der aber aus der zweiten Mannschaft von Stuttgart kam, auch ein super Typ ist und sicherlich Potenzial hat, aber auch da wird natürlich noch geguckt, natürlich im Offensivbereich. Und ich denke, da wird schon noch jemand geholt werden. Ja. Und wie groß soll der Kader dieses Jahr sein? Ich glaube, das ist nicht groß anders als letztes Jahr. 24 oder was? Ja, ein bisschen mehr. Du hast ja natürlich noch ein paar jüngere Spieler mit dabei. Und aus der Akademie, was ich total erfreulich finde, weil ich das immer wichtig finde, sind ja auch zwei mit hochgekommen jetzt zum Start der Saisonvorbereitung. Nicolo Tresol, die kennen wir schon. Ja, wir kennen ihn auch. Hat, wenn du es gesehen hast, im Niedersachsen-Pokalfinale ein hübsches Tor gemacht. Das war super. Wenn du hast eine Chance zu gucken, in YouTube musst du das Tor angucken. Er macht so Rückfallzieher. Fallrückzieher? Fallrückzieher. Oder wie Stanlee sagt, Rückfallzieher. Rückfallzieher für ein typisch Fischer. Was ist das? Genau, Berühmte Fischertor. Ungefähr so. Und Yannick Lörs ist auch mit dabei, junger Defensivmann, U19-Nationalspieler. Also bin ich echt auch gespannt, die beiden mal anzugucken, wie sie sich dann mit dem Profiteam tun. Ja. Einer von meinen Lieblings-96er ist leider verlassen. Mr. Michael Tarnaert. Ich habe mit ihm ganz oft richtig gut, wie soll ich das sagen, unterhalten gehabt über das berühmte 40 Meter Schusstor von Manchester City gegen Blackburn. Das ist absolut Wahnsinnstor. Aber für mich, das war echt ein Highlight, wenn ich hier gekommen bin. Ne? Klar. Und jetzt, wie wird der Academy jetzt so... Wer wird der Leiter und wie läuft das dann? Ist im Prozess jetzt gerade und Markus Mann kümmert sich darum, dass da eine Nachbesetzung erfolgt. Da sind ja auch noch die Trainerstellen vakant und deswegen... Wer ist der U23-Trainer denn? Ist ja noch nicht. Bis jetzt hat es Lars Fuchs gemacht. Aber, ja, ich habe das gelesen. Was ist mit Schulz? Was macht der? Schulle konzentriert sich jetzt erstmal auf seinen Trainerschein. Also in Köln oder was? Der macht seine Trainerausbildung. Nicht die ganze Zeit irgendwie in Köln, sondern kümmert sich darum, will natürlich seine Familie nicht vernachlässigen und deswegen hat er sich jetzt erstmal eine Auszeit genommen. Und dann wird irgendwie Ende des Jahres nochmal gesprochen. Aber es ist wirklich, ich finde in der Academy brauchst wirklich 96 Identifikationsspieler. Ihr weißt noch, weil viele von den Kids würden sagen, oh, er ist noch in der Erinnerungsspanne von 10 Jahren. Ich weiß noch, wenn sowas ist, ich finde, das ist eine Motivation. Und wenn die Kids kommen, oh, guck, er ist da, oder kannst du noch?
sowas, ich finde, das ist gut für die Kids, wirklich. Aber Schule ist jetzt Vater und so, ne? Und ich finde, viel zu tun, viel zu tun. Ja, ich finde, das ist auch richtig. Das Fußball ist auch keine, alle Leute finden, das ist eine tolle Sportart und es ist eine gute Profession, aber die Familie leiden ganz schön viel da unten, ne? Ich meine, ist auch wahr, oder? Ja, ich meine, man muss jetzt sich um Profifußballer muss man sich nicht zu viele Sorgen machen, aber ja, natürlich ist man viel am Wochenende unterwegs und so ein richtiges Familienleben, wie man es von jemandem kennt, der vielleicht einen 9-to-5-Job hat, sage ich jetzt mal. Das ist was anderes einfach, aber trotzdem muss man auch sagen, man muss sich jetzt um Profifußballer keine ganz argen Gedanken machen. Also, ja, ich meine nicht von der Geld hier, ich meine von der Familie. Du kannst nicht sagen, wir machen nach dieses Wochenende einfach nach, ich weiß nicht wo, nach Süd fahren. Ja. Du kannst das nicht einfach machen. Klar, du bist natürlich schon in deiner Zeiteinteilung sehr fremdbestimmt, das ist klar. Ja, du bezahlst das auch. Und was machst du denn? Ja, du hast keine Freizeit jetzt, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. 24/7 bin ich erreichbar. Nein, klar. Es ist jetzt viel zu tun, ja, und im Sommer ist auch immer, auch wenn keine Spiele sind, logischerweise hat man Themen da, man hat die Neuverpflichtungen. Wir haben jetzt gerade wieder keinen riesengroßen Umbruch, aber schon viele Neue im Kader. Und ja, deswegen, mir wird nicht langweilig und das ist auch echt okay so. Also, das ist auch gut. Was ist mit deiner Familie? Bist du eigentlich verheiratet? Ja, verheiratet nicht, aber sehr, sehr liebe Freundin. Liebe Grüße an der Stelle. Und, Grüße Sie auch. Ich bin froh, wenn sie mich abends, wenn ich nach Hause komme, wiedererkennt. Weil, ich kann mir vorstellen, jetzt wird der neue Trainer, das neue Mannschaftsaufbau, das neue. Ist er auch eine geistige Veränderung in 96 jetzt? Durch das alles Erneuerung? Ja, klar, natürlich bringen neue Leute immer frischen Wind rein, das ist ja ganz klar. Deswegen, ich bin kein Freund davon zu sagen, okay, jetzt ist alles neu, jetzt ist alles anders. Aber klar, jeder bringt so seine, bringt eben was ein und deswegen, klar, ist es jetzt anders als im Vorjahr und Stefan steht dafür, dass er eine Mannschaft entwickelt, Schritt für Schritt. Das ist halt echt ganz wichtig. Ich weiß, dass in Hannover immer die Erwartungshaltung da ist. So alle Leute erinnern sich irgendwie noch an die Europa League, an die Bundesliga. Ja, aber am Schluss sind wir jetzt gerade Elfter in der 2. Liga geworden und das ehrlich gesagt auch mit Glück. So, das muss man halt auch sagen. Und deswegen darf man jetzt nicht erwarten, dass wir jeden Gegner an die Wand spielen, sondern dass wir Schritt für Schritt gehen. Ich finde, das ist auch, dass manchmal 96 Fans denken, der ein bisschen besser, denn sie sind. Ja klar, am Schluss, du siehst natürlich dieses große Stadion. Das ist mir so wehgetan. Ich sitze zu Hause in Cardiff, ne, ich finde meinen Stream und so, ne, und ich gucke das an und das ist like 6.000 oder 9.000 oder so. Und ich denke, was ist los, Jungs? Aber das Ding ist, du kannst gar nichts tun mit der Corona-Pandemie. Alles, aber trotzdem, ich war da bei der wunderbares 10.000. Ich dürfte rein in die Presseabteilung gegen Braunschweig, wenn wir zu Hause gehen. Nur 10.000 und ich denke an die alten Derbys, wie das war mit der Choreografie und aber was ist jetzt die wie heißt das, die Attendance, wie viel ist deine Durchschnittserwartung für nächste Saison? Ja gut, also habe ich ja eben gesagt, so der Trainer kommt, hat ein neues Spielsystem, das sicherlich auch anspruchsvoll ist. Ja, der spielt ja gerne mit der Raute. Das hat Markus Mann ja schon erzählt, das ist ein relativ komplexes System. Das heißt, es wird auch viele taktische Einheiten geben und es wird ein Prozess sein, auch über die Spiele, mindestens über die Hinrunde, aber eigentlich auch über einen längeren Zeitraum hinweg, dass die Mannschaft da dann die entsprechenden Automatismen entwickelt und Co. Ja. Und das wird auch so sein, ich weiß, in Hannover ist es auch immer so, wenn es dann mal läuft, wenn du mal vielleicht 3 Spiele in Folge, toi toi toi, gewinnst, aber wenn dann die eine Niederlage wieder kommt, dann bricht relativ schnell die Welt zusammen. Und das sollte halt nicht passieren, sondern man muss halt dem Team Zeit geben. Aber ich finde das auch, und ich soll auch sagen, ich hoffe, dass die 96 Fans auch haben das Geduld, die jungen Leute zu unterstützen. Du weißt nicht, wenn du verlierst eine,
eine Woche an, du gewinnst 2 und dann ist er auswärts unentschieden. Es ist mir scheißegal. Du bist immer da gewesen. Du weißt, du guckst Crystal Palace an oder diese Leute. Es ist egal in der 2., 3. Liga in Wales, in Großbritannien, die sind immer da. Und ich finde, dass Summer Day Fans, so-called, du weißt, ich finde das absolut scheiße. Aber ich kann, ja, ich freue mich auf die neue Saison. Ich freue mich auch. Ist es der gleiche Ausstatter? Macron meinst du? Ja. Ja, klar. Hast du das neue Trikot gesehen? Vielleicht. Ist das ein guter Auswärtstrikot? Ist es like schwarz mit, meine Traum wird schwarz mit einem weißen und grünen Streifen hier. Wie und dann mit das, like 96 hier, ein bisschen altmodisch. Aber das wird toll sein. Das haben wir jetzt ja auf Video. Und dann sage ich unserem Merchandising-Chef, dass er sich das mal angucken soll. Pascal, du hast das gehört, Pascal. Ich will das schwarz und dann mit der grünen und einer weißen Streife und dann 96 da oben, wo der Herz ist. Sowieso immer. Ja. Okay, ich glaube, mein Producer says it's time to say goodbye, I think. Is it time to say goodbye, says my producer? So, when you walk through a storm, hold your head up high and become a roader. Stanlee, weiterhin alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und vielen Dank für die Unterstützung. Immer. Hoffentlich der Kaffee und Kuchen hat geschmeckt. Ja, ich habe es fast geschafft. Und vergesst nicht, deine Tasche. Gib meine regards to the girls, ne? Alright. Und jetzt kommt Christoph Steinschneider mit das erste Lied. Komm du dich, du dich. Ich hoffe, das ist richtig. Ich kann das weiter. Kümmere du dich, du dich. Du mich. Aber er kommt und er spielt das jetzt. Danke, Christoph. Welches ist denn überhaupt die wichtigste Kamera hier? Na, ich gucke euch alle an. Nichts für ungut, die Welt läuft gerade unrund. Schlechte Frisur haben Hochkonjunktur. Auf den Bühnen dieser Welt Amateurtheater. Alle wollen nur die Traumfigur. Mein Haus, mein Auto, mein Konto, meine Frau. www.elitepartner.de. Das wahre Glück ist Mangel an Bedürfnissen und ich hätte da eine wunderbare Grundidee. Kümmer du dich du dich, du dich, du dich, kümmer du dich du dich, du dich. Kümmer du dich du dich, du dich, kümmer dich dich. Kümmer du dich du dich, du dich, du dich, kümmer du dich du dich, du dich. Kümmer du dich du dich, du dich, kümmer dich dich. Wer nichts zu tun hat, tanzt. Ich fänd's super, keine Sesselpuper, jeder hat per se ne Pinocchio-Nase. Mach was du willst, aber nerv nicht die anderen. Darauf eine dicke, fette Polonaise, braun gebranntes Unheil, das ist leider ungeil. Burka oder Minirock, scheißegal, lass sie doch. Alles könnte einfach mal einfach sein. Groß kann kleiner, größer sein. Kümmer du dich du dich, du dich, du dich, kümmer du dich du dich, du dich. Kümmer du dich du dich, du dich, kümmer dich dich. Kümmer du dich du dich, du dich, du dich, kümmer du dich du dich, du dich. Kümmer du dich du dich, du dich, kümmer dich dich. Jeder bringt seinen Müll raus, mäht den eigenen Rasen. Immer sind's die anderen, da gibt es keine Fragen. Die Welt braucht kein Revolverheld, besonders wenn er sich wie ein Trumpeltier verhält. Kümmer du dich, kümmer du dich, kümmer du dich, kümmer du dich, kümmer du dich du dich, du dich, du dich, kümmer du dich du dich, du dich, kümmer du dich du dich, du dich, du dich, kümmer du dich du dich, du dich, kümmer du dich du dich, du dich, du dich, kümmer du dich du dich, du dich. Kümmer du dich du dich, du dich, du dich, kümmer du dich. Kümmer dich dich.
Dankeschön. Ja, jetzt ist der zweite Gast da. Das ist Heiko Sieger. Oh, was ist dein Spitzname? Heiko ist schon okay. Heiko, ich habe Bronco. Was ist das? Bronco Mortale. Bronco Mortale. Das war his früher DJ-Name noch, ne? Ja. Er hat Dub-Atmosphäre gemacht in der Glocksy, ein großer Reggae-Fan. Ich kenne dich jetzt auch 20 Jahre, oder? Bestimmt 18 Jahre, ne? Durch deine Musik, ja, das muss sein. From beginning of Eve Club. Ja, von der früher Zeiten. Ja, und Heiko ist jetzt der Besitzer oder Mitinhaber mit Dirk Sadlon von der Lux an die Schwarze Bär bei der Brücke da, Kapitol. Und Vater mit 3 Kindern, Zwillinge und eine Junge, der letzte Woche 12-jähriger Geburtstag, am Freitag. Oh, ich weiß alles. Und dann, was ich wollte sagen, wie war das jetzt in den letzten 2 Jahren mit der Pandemie, mit Hannover und der Live-Musik in deinem Club? Es gab ja quasi nichts, also es ist ja alles abgesagt. Wir haben am 12. März 2020 unsere letzte Show gehabt. Und wer war's? Von einer Band, Il Civetto, lustigerweise. Ja. Heute spielt diese Band wieder. Ja? Ja. Lustig. Und danach war halt einfach gar nichts. War tot. Erstmal war es ein Schock. Ja. Man wusste halt nicht, wie es weitergeht. Dann wurden die ganzen Fördergeschichten aufgelegt. Und da bin ich auch der Meinung, dass das eigentlich ganz gut geklappt hat. Ja. Ich fühle mich schon gut unterstützt eigentlich. So im Großen und Ganzen ist natürlich irgendwie ein bürokratischer Aufwand, aber grundsätzlich bin ich froh, dass es diese Hilfe gab. Und ja, wie war das eigentlich für die Musikszene überhaupt? Du hast dann nach das hin und her gehabt. Du bist vor Weihnachten, du dürfte 2 oder 3 Wochen aufhaben und dann. ja, das war Mad. Bullshit. Die Maschine hochfahren und dann doch wieder runterfahren, irgendwie nach 10 Tagen. Aber du hast ja auch der Clubbesitzer Geld auch, oder? Mit Werbung und das ganze Kacke. Nerven, alles. Personal wieder rekrutieren und wieder zurück. Das ist das große Problem in der Gastronomie momentan. Ne? Überall Leute sind nicht da zu arbeiten oder sind einfach, glaube ich, die junge Generation sind faul. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Früher, so im laufenden Betrieb, konntest du immer Leute, die aufgehört haben, konntest du immer irgendwie ersetzen, weil es immer Interessenten gab. Und jetzt auf einmal musst du halt ganz viele Leute da haben für alles. Auch der sind teurer geworden, oder? Ich meine, ich habe gehört, letzte Woche, dass wir teilweise jetzt 14, 15 Euro bezahlen für gute Leute. Ist richtig, ist wirklich wahr. Ja, alles wird teurer, die Löhne natürlich auch. Ne? Ja. So, aber und was ich wollte sagen, wie ist das denn früher? Ich kenne dich so lange, ich kenne auch das Programm von Lux, because du hast echt Musik von Ska, Heavy Metal, du hast alles da. Ne? Aber früher, bevor Brexit, du konntest einfach anrufen, oder Donnerstag, wenn eine Band ist ausgefallen, und ich konnte einfach ohne Customs und Zoll und alles, da gibt es gar nichts mehr, ne? Nee, aber so ging das auch vorher nicht. Also, nein, ich habe gedacht... Du musst schon irgendwie... aber ich meine vom Free Movement of the bands from Großbritannien. Ja, das ist auf jeden Fall schwieriger geworden, aber das läuft jetzt über die Agenturen meistens irgendwie. Früher gab es mehr direkten Kontakt von so, gerade so Ska-Geschichten lief dann direkt mit der Band und so. Aber das ist auch zu tun, das ist ein anderer Steuersatz jetzt, oder? Ja, das ist... Deshalb läuft alles über die Agenturen, die machen die Abwicklung irgendwie und du musst dann einfach gucken, dass du einen Termin findest. Ja. Und nach Brexit sind die Bands teurer oder sind gleich geblieben? Also Bands, die bei uns spielen in unserer Größe, das ist ja insgesamt recht überschaubar von den Kosten und ich würde sagen, das ist quite the same. Ja. Und wie ist es, was ist deine Highlights in den nächsten Zeiten bei euch in Lux? Next week
Guitar Wolf, crazy Japanese Rock'n'Roll Band. Ja? Ja. Ah, well, das ist cool. Aber du bist berühmt für, du hast auch eine ganz tolle Rocker in Juli auch, ne? Barons Woodfield. Ja, das ist auch Savages. Ja, es ist Wahnsinn. Ich hoffe, da kommen ein paar Leute. Also wenn ihr das seht, am 6. Juli Barons Woodfield and the Savages. Das ist wirklich ein Erlebnis. Soul, Rhythm and Blues und Garage, Rock'n'Roll, das wird auf jeden Fall großartig. Ja, ich freue mich. Dass ihr alle kommen. Ja, und wir haben telefoniert vor ein paar Wochen, wenn ich mit dir kontaktiert. Und du hast gesagt, dass da gibt es jetzt einen totalen Schnitt mit. Ich habe auch mit meinen Freunden bei Hannover Konzerts gesprochen über Leute gehen tanzen richtig nicht mehr. You know, it's like die über 30 sind nicht so flexibel wie die früheren Zeiten. Weil sie sind nicht mehr gewohnt in den letzten 2 Jahren tanzen zu gehen oder die würde Käse und Wein trinken oder sowas, anstatt irgendwie rauszugehen, eine Kaipe India zu trinken. Oder? Das kann ich bestätigen. Also lässt sich erstmal an den Vorverkäufen für so Bands, die eher ältere Leute oder Ü30 interessieren. Yeah. Vorverkäufe sind relativ schlecht für alles, egal welches Thema. Ja. Die Leute überlegen sich das eher spontan, kommen dann zur Abendkasse vielleicht eher. Aber insgesamt kommen eigentlich zu wenig zu den Konzerten, die wir bisher gemacht haben. Also gerade so Rock'n'Roll-Thema oder was halt so ein bisschen 30 aufwärts oder so angeht, müssen die Leute jetzt wieder lernen, wegzugehen und den Arsch hochzukriegen. Ja. Und was sind ist es deutscher Rap, ist in oder was ist es bei dir? So Bands, die aus YouTube-Phänomenen groß geworden sind, die ich persönlich noch nicht mal kannte. Das sind dann meistens irgendwie, kommt das über Hannover Concerts. Ja. Die funktionieren super und haben teilweise noch keine Platte draußen, aber machen den Laden voll. So hatten wir 1, 2 Beispiele schon irgendwie in letzter Zeit. Und die junge Leute, die sind halt tendenziell immer früher dabei als die Älteren. Ja, ich habe das auch gehört. Ja, und das ist auf jeden Fall der Trend. So. Ich finde das total crazy. Aber da ist das Problematik, wenn ihr 2 Jahren, wir bleiben zu Hause, Schatz, du weißt, ne, und wir machen, ich kann das auch vorstellen, ist das keine Faulheit rauszugehen, weil das Kick zu bekommen, ne? Gewohnheit ist das. Ja, ist Gewohnheit, ja. So, aber das kann man auch sagen, die Leute, die dann doch kommen, die feiern das richtig ab. Oh, das ist auch also besser, ne? Gestern hatten wir Nashville Pussy, eher so ein ältere Leute-Thema und Biertrinker-Thema und sowas. Und die Leute sind alle mit glücklichen, seligen Gesichtern irgendwie aus dem Club gegangen. Waren Nashville Pussy ist ein trashiger Leather Jacket. Bierdrinkers Rock'n'Roll Band. Richtig oldschool. Ich finde es auch traurig. Und wie hast du das denn in den letzten 2 Jahren? Du hast ein 12 Jahre alten Kind. Wie alt sind die Zwillinge? 9. Wie war das denn, das 2 Jahre mit der Pandemie und Schule und alles? Du hast, also auch als die Schulen geschlossen waren, musste man sich natürlich viel kümmern. Hatte selber natürlich auch viel Zeit, um das machen zu können. Ja. So, wenn man ehrlich ist, kann man fast schon sagen, so das erste Halbjahr, das erste Jahr, nachdem man den Schock überwunden hat, war gar nicht so schlimm. Also, weil man hatte irgendwie viel mehr Zeit für Familie, für Kids, für so. Ab dem 2. Jahr wurde es dann schon ein bisschen, ich will nicht sagen langweiliger, aber da hat es mehr gekribbelt, dass endlich mal wieder was passiert. Yeah. Aber für Familie, Kinder und sonst irgendwie war das natürlich auch eine gute Zeit. Aber wie ist das mit den Kids mit Spielen und sowas gewesen? Wie war das auf den Spielplätzen? Also meine Kids haben sich auch gerne verabredet mit ihren Freunden. Und die waren bei uns, wir waren viel draußen getroffen und sowas. Also das war nicht so schlimm. Irgendwann ging auch irgendwie Vereinssport und sowas ging dann ja wieder los, so Fußball. Wir sind Linde 07, ist unsere Mannschaft, die Lilien auf dem Berg. Ich habe immer noch einen Schal zu Hause auch. Eine von den 100, der war gemacht, wenn wir in der Landesliga gewesen, ne?
Und Heiko ist in der Landesliga und spielt jetzt in die U90. Wie ist das, U90? Ne? Ja, U40. Genau. Ja. Ich finde, das ist auch schade, bei 96, der hat das gestrichen. Die andere Mannschaft, ich habe das so gelesen. Am 9. Juli ist übrigens wieder ein Linn 07 Sommerfest, wo die Traditionsmannschaft mit meiner alten Truppe irgendwie spielt. Oh, geil. Das ist auch früher. Ja, früher, der war ein ganz toller Kneipe, heißt Herzblatt. No, Härteblatt. Härtekrug. Härtekrug, Entschuldigung. Hey, aber ich habe immer noch mein T-Shirt Nummer 23 hinten drauf. Einer von der weniger, ich glaube. Aber das war alten Zeiten in Linden. Wie finden Sie jetzt Linden Mitte es entwickelt? Ich finde, es ist pretty langweilig. Ja, also so am Schwarzen Bär ist jetzt so ein bisschen was und die Läden sind auch untereinander so ein bisschen connected. Ja, ich habe das auch gesehen. You has Club Nights with the Broncos and Schenker. Ja, und das ist schon okay, das funktioniert. Es ist wirklich anders als früher. Es ist wie eine Dreieck. Ne? Du bezahlst für einen Verein und gehst ins Das war bei einer Party, ist das so, genau, das ist so ein Club Cremant Connect, das ist mit 3 Läden. Das ist aber cool, es läuft. Ich finde das auch gut. Ich hatte auch geguckt, ich war am Schwarzen Bär heute, ich war in Orwell. Ich habe meine Freunde da in der Secondhand-Plattenladen geguckt. Aber ich habe dann runtergegangen und geguckt, was gegenüber vom Rewe von euch ist, wie die Ecke ist. Das Haus ist immer noch nicht renoviert oder so. Ne? Gestern hat schon jemand scherzhaft gesagt, wir sollten bald mal Gerüstjubiläum feiern. Das ist keine 10, 12 Jahre ist bestimmt jetzt. Ja. Und wie ist es? Ich war nicht in dem E-Mail-Zentrum. Wie ist das da oben? Also etwas passiert in den letzten 5 Jahren? Von außen kann man nicht viel sehen. Aber irgendwie ist immer Lärm. Also irgendwas scheint drin zu passieren. Ich war lange nicht drin. Ja, es ist echt crazy, weil ich denke, weil ich habe nach Hannover gekommen, da war Saturn Hanse und ich habe CDs da gekauft, da war früher ein Modellbahnladen da mit alle tausende kleine Modellen und so. Ja, Hannover ist ein Wahnsinn. Das ist auch ein Wahnsinn, wenn du denkst, dass Hannover ist die 9. beste Stadt in der Welt zu wohnen. Lacht nicht. Ja. In der Juno-Sache letztes Jahr, ich habe in Stadtkind über das geschrieben, Hannover soll stolz sein, sowas. Hey. Da ist der beste deutsche Abschnitt ist in Hannover. It's crazy. Aber ich bin hier seit Dienstag, letzte Woche. Und ich muss zu sagen, wenn du kommst hier und du läufst hier rum, du kannst nicht etwas dagegen sagen. Henhausen Garden, Massi und alles hier drum und dran. Ne? Ja, so und du kriegst auch große Konzerte, Rage Against the Machine. Aber da ist ein großes Konzert bald in der Glocksee, 50 Jahre Jubiläum. Und unsere Freunde Fury on the Slaughterhouse wird der auftreten. Das sind auch ewig jetzt, 35 Jahre. Und das ist nur das zusammengespielt. So, das sind beinahe so auf wie die Rolling Stones. Ha, ha, ha. Congratulations. Congratulations. Aber am 25.07.2020 ist die einzige Konzert von Fury on the Slaughterhouse in der Glocksee. Respekt, ne? Ich meine, 50 Jahre Glocksee. Ja. Du hast das Dub-Atmosphäre mit Mark aufgelegt, ne? 2003 haben wir damit angefangen. Ja, das war sehr old school. Aber das ist auch eine Sache. Die Kids wissen gar nicht, was ein 5-Minuten-Stück ist heutzutage. Wenn ihr das nicht 2 Minuten 27 Sex on Fire kann eine fucking World Hit werden. Macht mir verrückt, solche Sachen. Du weißt, wie das muss gespielt werden. Das Ganze ist so viel andere Musik. Ne? Ja, hörst du jetzt viel, was hörst du momentan an für Musik denn? Du siehst aus wie einer, das direkt aus den Appalachian Mountains in Pennsylvania gekommen. Ja. Aber ja, was ist deine kleine Musikstil im Moment? Was guckst du, was hörst du an? Ich habe noch nie einen Stil gehabt. Ich kaufe immer noch
irgendwie alles, was mir gerade so gefällt. Ne? Die letzten best. Platten waren, ich glaube... Ja, aber it's always gute Music is gute Music, schlechte Musik ist schlechte Musik. Ich bin auch so. Und jeder soll das hören, was ihm gefällt. Oder Ja, das ist wirklich wahr. So. Ich finde, jetzt wir reden Tackless. Was denkst du denn über die neue 96, wie das ist alles aufgebaut? Ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ich habe da eigentlich Hoffnung, dass das was werden kann. Ich glaube, der Trainer ist ein guter Typ. Ja. Und ich wünsche denen alles Gute. Ein Martin-Kind hat das Geduld. Ich glaube, er muss. Er muss auch langsam mal... Ja, zurücktreten oder... Ich sag deine echte Meinung. Du bist ich glaube, es ist Zeit, schnell endlich mal einen vernünftigen Nachfolger zu finden. Ja, und ich glaube damit er sich ein bisschen zurückziehen kann. Und ich glaube, der Herr Mann scheint mir auch guten Job zu machen. Ja. Und ich habe Hoffnung, dass das wird. Ja, ja. An Deutschland bei WM? WM, ehrlich gesagt. Du glaubst das nicht, ne? Es ist mir fast egal diesmal, die WM. Ja? Ja, es ist auch pervers. Ich habe das gehört, das ist eine Pint kostet 15 Pfund. Wer will da sowieso hin? Ja, wer will da hin? Die 300 Pfund der Nacht oder sowas. Hier, du kannst das in den Arsch treten. Und ja, denn wir kommen langsam, aber sicherlich zu Ende. So vielen, vielen Dank, Heiko. Ich wünsche euch das Beste mit Lux. Lux hat auch jetzt eine neue Merchandising-Serie. Sie haben auch Hats, danke, Hats, mein Herz. Und sie haben T-Shirts an ihr Badges. Aber ich muss sagen, Lux muss immer an Facebook gucken oder an Instagram oder ein Magazin oder Stadtkind der Programm abrufen, weil es wirklich gute junge Band spielen da, auch viel Singer-Songwriters und es gibt neue Talenten eine Chance. Ich muss dir bedanken für das. Du wirklich gibst jeder Art of Musik eine Chance. Und jetzt kommt mein Freund mit dem roten Haar nochmal, wo das weltberühmte Pinkel nicht gegen den Wind, or the wind will piss on you in English, oder the wind wird gewinnen. Und ich muss mich bedanken bei Anna und Kevin hier von der Hannover. Aber zuletzt, ich will etwas aus dem Buch. Erich, das ist der Spitzname für das alten Kneipe. Da gibt es ein Buch und hier drin ist eine tierische Bilder, was ist hier früher abgegangen in den 70er und 60er Jahren. Ich lese vor. Das Telefon neben der Tür zur Toilette spielt eine wesentliche Rolle. Rief jemand an und fragt nach John F. Kennedy, antwortet Erich gerade weg. Viel später wurde es von der Rauschgift dessen Art häufig benutzt, abgehört. So, da ist eine kultige Vergangenheit. Aber Anna und Kevin haben jetzt ein ganz tolles irische Kneipe jetzt rausgemacht. Und du kannst hier gutes Fußball, gutes Rugby, ein schönes Guinness hier trinken. Ich muss mich bedanken für alle, die es mitgemacht an der 20. Jubiläumssendung von Stanlees PubTalk hier aus der Altstadt. Vielen, vielen Dank. Hannover, du bist in mein Herz für immer. Zum Schluss noch eine alte norddeutsche Lebensweisheit. Vielleicht bist du jung, vielleicht bist du alt, vielleicht bist du schön, doch von hässlicher Gestalt. Vielleicht bist du stark, gegen die Wand gelaufen, vielleicht bist du hart und der Rest ein weicher Haufen. Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt.
kannst du kurz mal halten? Denn ich muss mal klein beigeben, das fällt mir wirklich gar nicht leicht. Und ich schwimm gern gegen die Strömung, stell mich dem Sturm entgegen. Doch eins hab ich erkannt, da pisst du nicht gegen. Bist du ein Prolet oder intellektuell? Bist du gar Prophet? Eins verstehst du eventuell, eventuell, eventuell. Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. Den Mann kannte ich, der da vorbeiläuft. Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. Jetzt alle. Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. Pinkel nicht gegen den Wind, der hat nen längeren als du.